A steht für Anfang oder so. Eine Geschichte des SCP-Universums, verfasst vom Autor Einer von Rabe. Quinny sah zu, wie das Wasser durch den Abfluss der kleinen Badewanne verschwand, bevor sie sich hochhiefte. Während sie den Bademantel schloss, versuchte sie in den beschlagenen Spiegeln über dem Lavabo zu überprüfen, wie sie aussah. Ohne Erfolg. Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsunterschied schwappte ihr als eine kalte Luftwand entgegen, als sie die Badezimmertür öffnete. Sie schaute kurz in das Wohnzimmer, wo ihr Mitbewohner Xeno entspannt Wäsche bügelte. Er hob kurz den Kopf und wollte scheinbar etwas sagen, bevor Quinny ihn unterbrach. Sehe ich anders aus? Er runzelte seine aufgemalten Brauen, doch antwortete: Nein? Sollte? Gut, ich konnte gerade nicht in den Spiegel nachprüfen. Und damit verschwand sie in ihrem Schlafzimmer. Xeno zuckte mit den Schultern und fuhr fort, Stoff zu glätten. Als die 3 Wäschekörbe geleert waren und daneben 5 Stapel, machte sich Xeno daran, die Kleider zu versorgen. Dafür müsste er aber vorher an Quinnys Zimmertür klopfen. Warte, Kam es aus dem Raum. tritt zur Seite. Quinny öffnete schwungvoll die Tür und warf sich in Pose. Wie sehe ich aus? Xeno begutachtete die Frau, bevor er kommentierte. Das ist wenig Stoff. Sein Gegenüber japste, stotterte und zwinkerte nervös. Aber das ist so Mode. Verteidigte sie sich, was ihr einen skeptischen Blick erntete. Ein ärmelloser Rollkragenpullover mit einem Loch fürs Dekolleté und bauchfrei? Das macht für mich keinen Sinn. Frierst du nicht darin? Verärgert schmollend stapfte Quinny in ihr Zimmer, sanft die Tür zuknallend, um nach 6 Minuten wieder herauszukommen. Jetzt hast du einfach deinen Ganzkörperübermantel an? Das Geräusch eines Reißverschlusses später und Quinny streckte den Rücken durch. Das ändert nichts daran, dass du immer noch deinen lehm- und farbverschmierten Übermantel anhast. Was soll ich sonst anziehen, Herr Lagerfeld? Xeno legte die knöchern wirkende Holzhand an sein Kinn und war kurz still. Für was putzt du dich überhaupt raus? Gehst du zu einer Verabredung? Quinny sah ihn neckisch an. Bist du eifersüchtig? Nein. Kam es ohne zu zögern. Quinny bebte verärgert, seufzte aber resigniert. Xeno verdrehte unauffällig die Glasaugen und strich aufmunternd über ihren Rücken. Lass mich mal sehen, was ich für dich raussuchen kann. Ein paar Stunden später. Du siehst fantastisch aus, meinte der Barde mit seiner zuckersüßen Stimme. Oh, danke. Quinny schielte zu Xeno, der so tat, als würde er nicht mit einem Ohr lauschen, während er sich im Kaffeeladen umsehnt. Als er dann doch hinter einem Regal verschwunden war, beugte sich der Barde vor. Meine Liebe. Ich möchte dich nochmals fragen. Du bist dir absolut, ohne eine Spur von Zweifel, sicher, dass du nicht die Bildhauerin werden möchtest? Quinny seufzte sehr genervt. Ja, bin ich. Mein letztes Werk war Frau 36 isst ein Butterbrot. Es war doch übernatürlich. Ja, aber es brachte die Leute nur dazu, ich weiß es nicht mehr. Schau, ich bin nicht wirklich der Typ Frau, die in eine Ausi-Zelle passt. Was ist denn Ausi? Oh, du meinst AWCY? Wir benutzen den deutschen Namen, sonst denken die Leute, wir hätten etwas mit diesen geschmacklosen Terroristen zu tun. Quinny seufzte und hakte dann nach. Warum habt ihr überhaupt mich gewählt? Einfach. Wir kennen dein Portfolio und du bist mit mindestens 2 von uns befreundet. Sagen wir, ich würde theoretisch mitmachen. Was soll ich denn nach einer so langen Zeit als die Bildhauerin? Die Bildhauerin, korrigierte ihr Gegenüber sie. Quinny hob eine Braue. Als die Bildhauerin Bildhauen? Der Barde sah zu Xeno, der in ein Gespräch mit 2 Mitgliedern des Cafés Ladens vertieft war. Der eine trug einen Anzug und bei genauerer Betrachtung eine sehr filigrane Maske, während die anderen ein schlichtes Gilet mit dazu passendem Hemd und Hosen in Beige- und Orangetönen. Queenie lief rot an. Ich fühlte mich einsam, kam es stotternd. Ihr Gegenüber lächelte verschmitzt. Das wäre zum Beispiel etwas.
Verbindung zur Foundation. Damit endet der erste Teil der Geschichte A steht für Anfang oder so. Vom Autor Einar von Rabe. Auf den ersten Blick wirkt die Geschichte wie eine alltägliche Unterhaltung zwischen Freunden. Tatsächlich enthält sie jedoch mehrere direkte Verbindungen zum SCP-Universum. Die wichtigste davon ist die Interessengruppe Are We Cool Yet? AWCY, im deutschsprachigen Raum häufig als Sind wir jetzt cool bezeichnet. Diese Gruppierung besteht aus Künstlern, Kreativen und Anomaliennutzern, die Kunst nicht nur erschaffen, sondern sie mit Hilfe übernatürlicher Kräfte und Objekte zu etwas Außergewöhnlichem machen wollen. Viele ihrer Werke brechen die bekannten Naturgesetze und können für unbeteiligte Personen gefährlich oder sogar tödlich sein. Für ihre Mitglieder steht jedoch nicht die Sicherheit im Vordergrund, sondern der künstlerische Ausdruck. Im Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass Quinny von dieser Gruppe umworben wird. Der Bade versucht sie davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen und ihre Arbeit als die Bildhauerin fortzusetzen. Dabei wird mehrfach angedeutet, dass Quinny bereits in der Vergangenheit Werke erschaffen hat, die innerhalb der Gruppe bekannt sind. Welche Bedeutung diese Arbeiten genau haben und weshalb man sie so gerne für die Gemeinschaft gewinnen möchte, bleibt im ersten Teil jedoch noch offen. Diese Geschichte erweitert somit das Bild einer der bekanntesten Interessengruppen des SCP-Universums und zeigt, dass hinter vielen anomalen Kunstwerken Menschen mit eigenen Zielen, Überzeugungen und Beziehungen stehen. Denn nicht jede Verbindung zur Anomalie beginnt mit einem gefährlichen Objekt oder einem Foundation-Bericht. Manchmal beginnt sie mit einer Einladung.